Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Kapital. Vollständige Ausgabe in 3 Bände ist das bedeutendste ökonomische Werk von Karl Marx und zählt zu den einflussreichsten Büchern der Weltgeschichte. Verfasst im 19. Jahrhundert analysiert Marx auf überaus detaillierte Weise das kapitalistische Wirtschaftssystem und dessen Auswirkungen auf Gesellschaft, Arbeit und Individuen. In dieser vollständigen Ausgabe in 3 Bänden werden Marx' Überlegungen zur Warenproduktion, zum Mehrwert und zu den dynamischen Prozessen der kapitalistischen Akkumulation dargelegt. Das Buch richtet sich an alle, die die Grundstrukturen unserer Wirtschaft und ihre sozialen Folgen verstehen möchten. Es bietet einen tiefgehenden Einblick in die Mechanismen kapitalistischer Gesellschaften und zeigt auf, wo strukturelle Probleme, aber auch mögliche Ansatzpunkte für Veränderungen liegen. Auch heute, mehr als 150 Jahre nach der Erstveröffentlichung, besitzt das Kapital ungebrochene Aktualität. In Debatten um soziale Gerechtigkeit, Ungleichheit oder Wirtschaftskrisen werden Marx' Analysen immer wieder herangezogen. Wer mitreden oder sich selbst ein Urteil bilden möchte, findet in dieser Gesamtausgabe den originalen, vollständigen Text und einen umfassenden Zugang zu Marx' Denken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Warenform und der Fetischcharakter der Ware. Ein zentrales Thema des ersten Bandes ist die Analyse der Ware als grundlegende Einheit des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Marx beschreibt, wie Arbeitsprodukte durch gesellschaftliche Verhältnisse zu Waren werden, deren Wert sowohl durch ihren Gebrauchswert als auch durch ihren Tauschwert bestimmt wird. Besonders bedeutsam ist der Begriff des Warenfetischismus, womit Marx zum Ausdruck bringt, dass Menschen dazu neigen, den sozialen Charakter von Arbeitsverhältnissen zu übersehen und stattdessen zu glauben, dass Dinge, Waren, selbst einen natürlichen Wert besitzen. Dieser Fetischcharakter verschleiert die tatsächlichen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse. Das Verständnis dieses Mechanismus ist der Schlüssel zur Entschlüsselung der Ideologie und der Strukturen des Kapitalismus. Zweitens. Der Arbeitsbegriff und die Mehrwerttheorie. Marx' Analyse der Arbeit ist ein weiterer Grundpfeiler seines Werkes. Er unterscheidet zwischen notwendiger Arbeit, die den Arbeiter und seine Existenz sichert, und Mehrarbeit, deren Produkt sich der Kapitalist aneignet. Der daraus resultierende Mehrwert ist laut Marx die Quelle des Profits und somit Motor des kapitalistischen Wirtschaftssystems. Die Mehrwerttheorie erklärt, warum Arbeiter unter kapitalistischen Bedingungen trotz steigender Produktivität oft keine proportional steigenden Löhne erhalten, sondern der Wohlstand vor allem bei den Kapitalbesitzern konzentriert wird. Diese Analyse ermöglicht ein tieferes Verständnis von Ausbeutung und Klassenverhältnissen. Drittens. Akkumulation des Kapitals und ihre Konsequenzen. Marx beschreibt detailliert, wie das Bestreben nach Kapitalvermehrung fortlaufend zur Akkumulation, also zur Ansammlung von immer mehr Kapital, führt. Diese Dynamik verschärft die Konkurrenz zwischen Kapitalisten, technische Innovationen werden gefördert, aber auch Arbeitsprozesse verschärft und rationalisiert. Die Akkumulation hat weitreichende soziale Folgen. Sie führt nicht nur zur Konzentration von Kapital und Macht in den Händen weniger, sondern auch zu periodischen Wirtschaftskrisen, Massenarbeitslosigkeit und sozialen Verwerfungen. Marx sieht hierin eine grundlegende Instabilität des Kapitalismus. Viertens. Die Rolle des Staates und das Verhältnis von Kapital und Arbeit. In seiner Kritik analysiert Marx auch die Rolle des Staates als Instrument zur Aufrechterhaltung bestehender Eigentumsverhältnisse zugunsten des Kapitals. Der Staat schafft Gesetze, schützt Eigentum und unterdrückt Widerstand, zum Beispiel durch Polizei und Militär. Marx erklärt, wie der Staat aktiv die Interessen der Kapitalistenklasse wahrt und wie wichtig Klassenkampf, also der bewusste Widerstand der Arbeiter, für gesellschaftlichen Wandel ist. Dieses Verständnis eröffnet eine Perspektive auf die politische Dimension von Wirtschaft. Schließlich Geschichte und Dynamik des Kapitalismus. Ein weiteres zentrales Thema ist Marx' historische Analyse des Kapitalismus.
Er schildert dessen Entstehung aus feudalen Gesellschaften und zeigt, wie kapitalistische Wirtschaftssysteme durch ständige Revolutionierung der Produktionsmethoden dynamisch und expansiv wirken. Marx beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Auswirkungen wie Entfremdung, Individualisierung, aber auch mit den Begrenzungen und inneren Widersprüchen der kapitalistischen Ordnung. Für Marx ist die Geschichte des Kapitalismus also nicht statisch, sondern von Wandel und Krisen geprägt, mit der Möglichkeit seiner Überwindung durch revolutionäre Veränderungen. Zusammenfassend: Das Kapital von Karl Marx ist ein Grundlagenwerk für alle, die sich ernsthaft mit den Ursachen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ungleichheiten beschäftigen möchten. Besonders Studierende, Wissenschaftler, politisch Interessierte und Menschen mit Verantwortung in Gesellschaft und Wirtschaft profitieren von diesem Werk. Marx bietet einen umfassenden Werkzeugkasten, um die Funktionsweise von Märkten, Arbeit und Machtstrukturen kritisch zu hinterfragen. Im Vergleich zu vielen modernen Werken zur Wirtschaft und Gesellschaft liefert Marx einen originären, analytisch tiefgehenden Ansatz, der über die bloße Beschreibung hinausgeht und strukturelle Erklärungen und Zusammenhänge liefert. Das Kapital vermittelt nicht nur ökonomische Theorien, sondern beleuchtet auch, wie Ideologien, politische Macht und wirtschaftliche Zwänge zusammenwirken. Wer lernen möchte, wie man die komplexen Wechselbeziehungen unserer Gesellschaft erkennt, und wer einen kritischen Standpunkt jenseits alltäglicher Wirtschaftsnachrichten einnehmen will, wird mit diesem Buch einen unverzichtbaren Begleiter finden. Es lehrt nicht, was man denken soll, sondern wie man analytisch die Hintergründe gesellschaftlicher Prozesse erfassen kann. Deshalb ist der Kauf dieser Gesamtausgabe, welche den vollständigen Originaltext bietet, besonders empfehlenswert. Sie ermöglicht es, Marx' revolutionäre Gedanken umfassend und unverfälscht nachzuvollziehen. Nicht zuletzt fördert das Buch die Fähigkeit zum eigenständigen kritischen Denken, ein Gewinn für das persönliche, berufliche wie gesellschaftliche Leben. Wenn Sie unterstützen möchten: Karl Marx, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.